AfD-Remigrationsgedanken. Geheimtreff. AfD-Politiker diskutieren offenbar Vertreibungsplan. Tagesschau.de. AfD diskutiert Vertreibungspläne. Warum ein Verbot trotzdem schwierig ist. ZDF heute live. Gefahr für die Demokratie. Sachsens SPD-Spitzenkandidaten will mögliches AfD-Verbot prüfen. Auf YouTube gefunden. Angst vor AfD. Innenminister will Verfassung ändern. insidthüringen.de. Das sind nur ein paar Überschriften, Schlagzeilen, die ich im Netz gefunden habe. Es gibt viele mehr, aber diese hier sollten für den Anfang genügen. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Es ist höchste Zeit, dass wir über die Art und Weise nachdenken, wie wir über Themen wie die AfD und ihre möglichen Vertreibungspläne sprechen. Ständig stoßen wir auf Schlagzeilen und Kommentare, die nur Schwarz-Weiß-Malerei betreiben. Aber hey, ist das wirklich so einfach? Ich bin der Meinung, dass wir uns alle ein bisschen mehr Gedanken über unsere Sprache machen sollten. Das ist nicht nur eine Frage der Höflichkeit. Diese Werte werden schon lange nicht mehr gelehrt, sondern geht direkt auf den Kern dessen, wie wir miteinander umgehen. Eine nuancierte Sprache ermöglicht es uns, vielschichtigere Aspekte eines Themas zu erfassen und schafft Raum für echte, zielführende Diskussionen. Wieder auf die Gefahr hin, dass der eine oder andere mich missversteht, missverstanden will, nicht bereit ist, sachlich zu reflektieren, möchte ich auf eins hinweisen. Ich möchte keine Partei für irgendeine Partei ergreifen. Weder für die AfD, noch für die Regierung oder gar die Medien. Ich verfolge keine bestimmte Agenda, außer die Bedeutung der kritischen Analyse und Reflexion zu betonen. Es ist eine Aufforderung, gemeinsam nach einer tieferen Wahrheit und einem besseren Verständnis zu suchen. Also, bevor wir uns wieder in endlosen Debatten verlieren, die mehr polarisieren als aufklären, lasst uns mal einen Schritt zurücktreten. Lasst uns die Wörter wählen, die wir verwenden, und die Bedeutung hinter den Schlagzeilen hinterfragen. Nur so können wir wirklich verstehen, was vor sich geht und echte Lösungen finden. Also, liebe Leute, lasst uns zusammenkommen und diese wichtigen Themen mit Respekt, Klarheit und einem offenen Geist angehen. Denn am Ende des Tages wollen wir doch alle dasselbe, oder? Also ich schon. Eine Welt, in der wir uns gegenseitig verstehen und unterstützen können. Und das beginnt mit der Art und Weise, wie wir sprechen und denken. Denkt mal darüber nach, wie würde es bei euch ankommen, wenn ich als Grieche sagen würde, alle Deutschen sind Nazis, nur weil ich bestimmte Gruppe meine. Genau das passiert aber oft in der Berichterstattung über die AfD und auch über andere Gruppen, zum Beispiel die Bauern und ihren aktuellen Protesten. Indem die Medien die gesamte Gruppe in einen Topf werfen, verzerren sie die Realität und schaffen ein Bild, das nicht der Wahrheit entspricht. Hier meine Gedanken zur Berichterstattung in den Medien. Bevor wir uns eventuell in eine Diskussion vertiefen, möchte ich betonen, dass mein Ziel hier nicht ist, bestimmte Gruppen wie Medien, das Korrektiv oder Individuen, Moderatoren, Journalisten zu verurteilen. Ich strebe nach einer nuancierten und respektvollen Debatte, die auf kritischer Reflexion und einem tiefen Verständnis der komplexen Themen basiert. In diesem Zusammenhang erinnert mich die Notwendigkeit, Dinge kritisch zu betrachten, an die 3 Siebe von Sokrates. Sokrates, einer der großen Denker der Antike, mein Urgroßvater übrigens, entwickelte ein Konzept, das uns helfen kann, kritisch über Informationen und Vorstellungen nachzudenken. Lasst uns gemeinsam die Prinzipien der Wahrheit, Güte und Notwendigkeit anwenden, um eine tiefere Reflexion und Analyse der Themen durchzuführen, die uns beschäftigen. Die 3 Siebe von Sokrates sind ein interessanter Ansatz, um deine Gedanken zu filtern und zu bewerten.
Sokrates würde sicherlich versuchen, eine tiefere Reflexion und Untersuchung der Informationen und Vorstellungen vorzunehmen. Wahrheit. Zunächst würde Sokrates dich fragen, ob das, was du gehört oder gelesen hast, tatsächlich der Wahrheit entspricht. In deinem Fall wäre es wichtig zu klären, ob die Darstellung der AfD in den Medien wirklich so repräsentativ und wahrheitsgemäß ist, wie sie dargestellt wird. Güte. Dann würde Sokrates die Güte dieser Information in Frage stellen. Er würde dich wahrscheinlich dazu ermutigen, die Motive hinter der Berichterstattung und den damit verbundenen Narrativen zu analysieren. Warum wird die AfD so dargestellt, wie sie dargestellt wird? Welche Absichten könnten hinter dieser Darstellung stehen? Notwendigkeit. Schließlich würde Sokrates dich fragen, ob es notwendig oder hilfreich ist, sich auf diese Weise über die AfD oder irgendeine andere Gruppe zu äußern. Er würde dich ermutigen, darüber nachzudenken, ob diese Verallgemeinerungen und Vereinfachungen wirklich dazu beitragen, ein besseres Verständnis oder eine konstruktive Debatte zu fördern. Wer könnte also etwas davon haben, wenn diese Informationen verbreitet werden? Insgesamt würde Sokrates dich also wahrscheinlich dazu ermutigen, deine Gedanken und Überzeugungen gründlich zu prüfen, kritisch zu denken und nach einer tieferen Wahrheit und Klarheit in der Debatte zu suchen. Er würde die Bedeutung von Reflexion und Selbstuntersuchung betonen, um eine nuancierte und gerechtere Sichtweise auf komplexe Themen wie politische Parteien und Medienberichterstattung zu entwickeln. Mit Hilfe der 3 Siebe von Sokrates hoffe ich, einen klareren und nuancierteren Blick auf die Themen der Medienberichterstattung und der politischen Darstellungen geworfen zu haben. Indem wir uns darauf konzentrieren, die Wahrheit, Güte und Notwendigkeit der Informationen, die uns präsentiert werden, zu prüfen, können wir hoffentlich zu einer tieferen und gerechteren und nicht einseitigen Einsicht gelangen. Es wird ja so oft erwähnt, nicht alles im Netz zu glauben und zu prüfen. Na dann? Ich glaube fest daran, dass es wichtig ist, kritisch und differenziert über solche Themen zu sprechen, um ein besseres Verständnis und eine konstruktive Debatte zu fördern. Ich schätze alle Meinungen und hoffe, dass wir gemeinsam nach Wegen suchen können, wie wir durch eine respektvolle Kommunikation und kritische Analyse zu einem tieferen Verständnis gelangen können. Zum Schluss möchte ich einen Gedanken teilen, der uns alle betrifft. Warum wählen Menschen die AfD? Es ist nicht nur eine Frage des politischen Spektrums, sondern vielmehr ein Ausdruck der tiefen Unzufriedenheit mit der aktuellen politischen Landschaft. Die Frage ist, warum unsere Regierungen oft nicht in der Lage oder doch nicht willens sind, demokratisch auf die Bedürfnisse und Forderungen der Bevölkerung einzugehen. Vielleicht liegt ja hierin der Schlüssel. Wenn wir wirklich verstehen wollen, warum Parteien wie die AfD an Zustimmung gewinnen, müssen wir tiefer graben und die Ursachen dieser Unzufriedenheit erkennen. Nur so können wir Wege finden, um diese Parteien den Wind aus den Segeln zu nehmen und eine inklusivere und gerechtere politische Landschaft zu schaffen. Es ist an der Zeit, dass wir uns diesen Fragen stellen und nach Lösungen suchen, die auf echtem Verständnis und Respekt für die Bedürfnisse aller Bürger basieren. Nochmals zum Mitschreiben, aller Bürger. Aber nein, stattdessen macht sie, die Regierung, mobil gegen eine Partei, eine Gruppierung mit undemokratischen Mitteln. Man denkt über ein Verbot der Partei nach. Echt jetzt? Das ist die Demokratie, von der ganz Deutschland spricht? Wirklich? Vor ein paar Tagen war ich in einem Café mit einer Bekannten. Nebendran sprachen 2 Frauen über die aktuelle Politik in Deutschland. Ich drehte mich zu ihnen und fragte, welche Situation ihnen denn nicht gefällt. Im Laufe unseres Gesprächs kamen wir zu dem Punkt, an dem sie mir erzählt hat, dass sie aus Protest jemand anderen gewählt hat. Ich sagte provokant, hoffentlich AfD.
Ihre Antwort fast entsetzt. Mit Sicherheit nicht die AfD. Okay. Ich fragte, warum nicht? Sie sagte, mir gefällt es nicht, wie Sie sprechen, wie Sie sich artikulieren. Wie sprechen Sie denn? Wie artikulieren Sie sich denn? Sie schaut mich an und antwortet, sichtlich erbost. Ich möchte mich in Ruhe mit meiner Freundin unterhalten. Sie reden mich an die Wand. Entsetzt ich war, also antwortete ich finde es schade, dass Sie das so sehen. Ich rede Sie nicht an die Wand, ich kläre Sie nur auf. Ich konfrontiere Sie mit Ihren nicht zu Ende gedachten Gedanken und rede mich dann weg. Sie war es aber, die auf meine Frage hin, ob sie mit der aktuellen Situation zufrieden ist, Nein sagte. Warum wählst du dann immer wieder denselben M-LL? Mit Sicherheit habe ich diesen Menschen nicht zum Nachdenken gebracht. Dieses Beispiel zeigt, wie tief verwurzelt Emotionen und vorgefasste Meinungen sein können. Das zeigt nur, wie komplex und oft widersprüchlich unsere Gefühle und Handlungen in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen sein können. Dieses Beispiel unterstreicht, wie wichtig es ist, die Tiefe der Diskussion zu suchen und sich nicht nur auf oberflächliche Reaktionen zu verlassen. Geduld und Dialog können einen langen Weg gehen. Ach so, noch ein lauterer Gedanke. Das Korrektiv berichtete über ein geheimes Treffen von AfD-Politikern mit rechtsextremistischen Gruppierungen. Und das berichtet nur das Korrektiv. Wie soll ich denn tatsächlich wissen, ob das stimmt, wenn sie die einzigen sind, die angeblich dabei waren? In diesem Sinne, bei allen Dingen liegt der letzte Maßstab für die Beurteilung nicht in den Handlungen selbst, sondern in den Motiven und Absichten des Handelnden. Polybios, noch so ein Grieche. Denkt mal darüber nach, liebe Leute. Das Zitat von Polybios trifft den Nagel auf den Kopf. Es reicht nicht aus, nur an der Oberfläche zu kratzen oder sich von Schlagzeilen und einfachen Erzählungen beeinflussen zu lassen. Ich rufe euch dazu auf, tiefer zu gehen und die wahren Motive und Absichten hinter der Information und den Menschen, die sie verbreiten, zu verstehen. Es geht darum, kritisch zu denken und die tieferen Ursachen und Beweggründe zu erkennen, statt sich von oberflächlichen Narrativen leiten zu lassen. Also nehmt euch die Zeit, hinter die Kulissen zu schauen und eine reflektierte, verantwortungsbewusste Auseinandersetzung mit dem Thema zu suchen. Denn nur so können wir wirklich verstehen, was vor sich geht und echte Lösungen finden. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir eine Sprache und eine Denkweise pflegen, die auf Verständnis, Respekt und kritischer Analyse basiert. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal.